Guten Tag, mein Name ist Jeanette Hamady. Ich bin Kardiologin und leitende Ärztin am Reha-Zentrum Junge in Göttingen. Die kardiologische Reha gibt es jetzt seit 12 Jahren. Seit 8 Jahren haben wir zusätzlich die angiologische Rehabilitation. Und ich möchte Ihnen heute im Rahmen der Reihe Herztöne des Herzzentrums der Uniklinik Göttingen den Vortrag halten: Reha-Chancen nutzen, Vorstellungen und Erfolge der ambulanten kardiologischen Rehabilitation. Der Vortrag gliedert sich in 3 Teile. Zunächst möchte ich Ihnen kurz etwas über Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Entstehung von Arteriosklerose zeigen. Dann stelle ich Ihnen den Ablauf und die Ergebnisse der ambulanten kardiologischen Rehabilitation vor. Und im 3. Teil möchte ich Ihnen noch ganz kurz Trainingsempfehlungen geben und die Wichtigkeit von körperlicher Aktivität betonen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor leider ein sehr wichtiges Thema in Deutschland. Es sterben immer noch deutlich mehr Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als zum Beispiel an Krebs. Auch bei den Krankenhausaufenthalten sehen Sie, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen führend sind. Viele Patienten leiden an der koronaren Herzkrankheit, also einer Verengung der Herzkranzgefäße. Patienten mit Herzschwäche kommen immer wieder ins Krankenhaus und es gibt auch immer noch viele Patienten, die einen akuten Herzinfarkt erleiden. An den orangenen Säulen sehen Sie die Sterbefälle und auch hier sehen Sie, deutlich mehr Menschen sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als an Verkehrsunfällen. Bei der Arteriosklerose gibt es einige Risikofaktoren, die man beeinflussen kann, sogar mehr Risikofaktoren, die man beeinflussen kann, als die man nicht beeinflussen kann. Eine Rolle spielt die Fettstoffwechselstörung. Diese kommt familiär gehäuft vor und man stellt sie fest, indem man das Cholesterin im Blut untersucht. Bluthochdruck kommt familiär gehäuft vor, kann aber durch Tabletten beeinflusst werden. Diabetes kann man mit Lebensstiländerungen, Tabletten und Insulin therapieren. Das Rauchen ist ein großer Risikofaktor der Arteriosklerose. Bewegungsmangel spielt eine große Rolle. Übergewicht ist ein Risikofaktor und auch der Stress spielt mit rein. Dieser ist etwas schwieriger zu messen, spielt aber ebenfalls eine große Rolle. Nicht beeinflussbare Risikofaktoren sind männliches Geschlecht, Alter und Erbanlagen. Hier sehen Sie noch einmal die Risikofaktoren und deren Folgen. Geht ein Hals- oder Kopfgefäß zu, kommt es zu einem Schlaganfall oder einer TIA. TIA heißt, man hat die neurologische Ausfallerscheinung und diese ist innerhalb von 24 Stunden wieder rückläufig. Dies ist aber zu werten wie ein Schlaganfall. Ein Herzinfarkt kann schwere Folgen haben. Eine Komplikation ist der plötzliche Herztod. Das sind die Patienten, die umkippen und plötzlich daran sterben. Wenn man Glück hat, kann man wiederbelebt werden. Herzinsuffizienz oder bleibende Herzschwäche ist eine weitere Folge, die entstehen kann. Es bildet sich eine Narbe am Herzen und diese ist dann für den Rest des Lebens nicht mehr rückgängig zu machen. Die schlimmste Folge der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit wäre, dass das Gewebe abstirbt und es dann zu einer Amputation des Beines kommt. Sie sehen also, die Risikofaktoren selber tun nicht weh, die Folgen sind fatal bis tödlich. Wichtig ist ebenfalls zu verstehen, dass die KHK und die PAVK, also periphere arterielle Verschlusskrankheit, dass das chronische Erkrankungen sind. Das heißt, die müssen lebenslang behandelt werden. Und die Therapie besteht aus mehreren Säulen. Eine Säule ist diese hier, findet im Krankenhaus statt. Man bekommt ein oder mehrere Stents oder eine Bypass-Operation. Bei einem unkomplizierten Infarkt ist man heutzutage teilweise nur noch 3 Tage im Krankenhaus. Dann erhält man Medikamente, die man zum Teil lebenslang nehmen muss. Und genauso wichtig wie diese Säule ist, dass man guckt, welche von diesen beeinflussbaren Risikofaktoren hat man und wie kann man diese beseitigen. Und das ist der Teil, den wir in der Rehabilitation machen. Insofern ist diese Säule ebenso wichtig wie der Stent oder die Medikamente. Wir nehmen die Patienten praktisch an die Hand, gucken, welche Risikofaktoren haben sie und helfen ihnen, diese zu beseitigen und den Lebensstil zu modifizieren.
Und Training ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil der kardiologischen Reha. Die Studien konnten zeigen, dass bei KHK die Sterblichkeit durch körperliches Training um 27% gesenkt wird. Die Studien zeigen, dass sich weniger Plaque bilden, wenn man sich körperlich bewegt. Es bilden sich mehr Umgehungskreisläufe am Herzen oder an den Beinen. Das Gerinnselrisiko sinkt und selbst vorhandene Plaque können durch körperliches Ausdauertraining sich zurückbilden. Ich möchte Ihnen nun den Ablauf und die Ergebnisse der ambulanten kardiologischen Reha zeigen. Reha ist eine ganzheitliche Therapie. Sie erfolgt durch ein Team. Wir stärken die Selbstverantwortung der Patienten. Wir klären die Patienten über ihre Risikofaktoren auf. Und das beinhaltet im Weiteren die Lebensstiländerung. Die Patienten werden tatsächlich ein bisschen an der Hand genommen und das ist der Teil, den sie auch ein bisschen selber machen müssen. Leider werden in Deutschland nur bei 56% der Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein Antrag auf kardiologische Rehabilitation gestellt. Daher hat die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation kürzlich eine Leitlinie herausgebracht. Es besteht inzwischen eine 1a-Empfehlung zur Durchführung einer kardiologischen Reha bei zum Beispiel koronarer Herzerkrankungen, Herzschwäche oder Klappenerkrankungen oder zur psychologischen Begleiterkrankung einer Herzerkrankung. Die Studien zeigen, dass die Sterblichkeit um 40-60% gesenkt wird durch die Durchführung einer Reha. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte sinkt, die Lebensqualität der Patienten wird ganz deutlich gebessert. Die Patienten haben später weniger depressive Symptome. Die berufliche Wiedereingliederung wird ebenfalls durch die Reha gefördert. Und das Ganze ist eine ganzheitliche Therapie, von der die Patienten sehr stark profitieren. Die Indikationen für eine ambulante kardiologische Reha sind zum Beispiel der akute Herzinfarkt. Hier wird die Reha häufig schon im Krankenhaus eingeleitet. Aber wenn das nicht stattgefunden hat, können die Patienten auch nach einem alten Herzinfarkt immer noch die Reha absolvieren. Die koronare Herzkrankheit, also Verengung der Kranzgefäße, ist eine Indikation. Patienten mit einer Kardiomyopathie, also einer Veränderung des Herzmuskels und daraus resultierender Herzschwäche, sollten eine kardiologische Reha machen. Häufig sind diese Patienten in ihrer Beweglichkeit deutlich eingeschränkt, kommen die Treppen nicht mehr hoch und lernen in der Reha wieder, wie sie sich belasten können. Entzündliche Herzerkrankungen sind eine Indikation. Patienten nach Myokarditis oder Perikarditis müssen sich erstmal körperlich schonen und sollten unter Monitorbedingungen sich wieder belasten. Die Lungenembolie ist eine Indikation. Die hypertensive Herzerkrankung bei Bluthochdruck ist eine Indikation für eine kardiologische Reha und Patienten mit einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, im Deutschen auch Schaufensterkrankheit genannt, können eine angiologische Rehabilitation absolvieren. Patienten, die operiert wurden, sollten eine kardiologische Reha machen. Nach Herzklappenoperationen natürlich. Die Patienten haben häufig noch Schmerzen, sind geschwächt durch die Operationen und lernen, sich wieder vorsichtig zu belasten. Nach Bypass-Operationen, nach ICD-Implantation oder nach einem kardialen Unterstützungssystem. Die Vorteile der ambulanten Form der Reha sind: Diese ist gleichberechtigt zur stationären Reha. Der große Vorteil ist, der Patient bleibt bei seiner Familie, kann zu Hause im eigenen Bett schlafen. Die Angehörigen können einbezogen werden, also die Patienten können gerne mitkommen zu den Arztgesprächen, bei den psychologischen Gesprächen teilnehmen. Die Patienten können auch gerne mitkochen oder sich die Arztvorträge anhören. Ein großer Vorteil ist die gute Vernetzung in Göttingen mit dem Kontakt zu den Hausärzten, Betriebsärzten und den vorbehandelnden Krankenhäusern. Der Patient kann auch die Belastung schon mal zu Hause austesten und insgesamt ist diese Form auch für die Kostenträger kostengünstiger. Wie läuft die kardiologische Reha ab? Jeder Patient bekommt am Anfang eine ärztliche Aufnahmeuntersuchung. Ich mache bei jedem Patienten einen Herzultraschall, wir machen ein Belastungs-EKG, rechnen anhand dessen die individuelle Trainingsfrequenz aus. Wir nehmen den Patienten Blut ab, bestimmen das Cholesterin, die Nierenwerte, ein kleines Blutbild und besprechen schon am Anfang die individuellen Reha-Ziele des Patienten.
Dann gibt es im weiteren Verlauf wird in einer Zwischenuntersuchung werden die Werte besprochen, die Patienten werden engmaschig kardiologisch betreut und am Schluss schauen wir, ob die Reha-Ziele erreicht wurden und wie die weitere Therapie sein soll. Die Krankenschwester nimmt den Patienten Blut ab, bei Bedarf erfolgt eine Wundversorgung, die Patienten werden von ihr auch ebenfalls engmaschig betreut. Jeder Patient bekommt ein Langzeit-EKG oder eine Langzeit-Blutdruckmessung. Die Sportwissenschaftler betreuen die Patienten beim täglichen Ergometertraining. Die Patienten haben ebenfalls ein tägliches Ski- und Lauftraining, welches auch draußen stattfinden kann oder in den Hallen der Sportuni. Und mehrmals pro Woche absolvieren die Patienten ein muskuläres Training. Die psychologische Betreuung besteht aus einem Einzelgespräch am Beginn. Dort kann festgelegt werden, wie viel Bedarf an weiteren Einzelgesprächen die Patienten haben. Die Patienten bekommen Vorträge zur Motivation und Krankheitsbewältigung. Bei Bedarf kann Nichtraucherberatung stattfinden und die Patienten erhalten mehrmals pro Woche eine Entspannungstherapie. Eine Sozialberaterin bespricht mit den Patienten die berufliche Wiedereingliederung oder berät die Patienten zu Krankengeld, Rente und weiteren sozialtherapeutischen Themen. Eine Ernährungsberaterin kocht zweimal während der Reha mit den Patienten. Bei Bedarf können diese gerne Gespräche führen zur Gewichtsabnahme und sie bekommen auch eine Ernährungsberatung zur gesunden herzschonenden Ernährung. Eine Ergotherapeutin macht mit den Patienten Alltagstraining und Berufstraining. Die Patienten können schon mal ausprobieren, wie sie sich belasten können. Und bei Bedarf können die Patienten auch eine Physiotherapie erhalten. Also wenn zusätzlich Gelenkbeschwerden bestehen, dann können die Patienten von unseren Physiotherapeuten behandelt werden. Das Ganze ist also eine ganzheitliche Therapie im Team. So sieht zum Beispiel ein Stundenplan, ein Wochenplan der Patienten aus. Die Patienten können vom Fahrdienst morgens abgeholt werden, werden nachmittags wieder nach Hause gefahren und die Patienten erhalten ein Mittagessen, welches hier im Reha-Zentrum direkt gekocht wird und im Allgemeinen sehr beliebt ist. Wie erfolgt nun die Antragstellung? Ist die Reha eine Anschlussheilbehandlung nach Krankenhaus, wird das Ganze im Krankenhaus beantragt. Hier kümmert sich der Sozialdienst der Krankenhäuser darum. Ansonsten kann eine Reha auch jederzeit über den Hausarzt eingeleitet werden. Wir bieten im Reha-Zentrum auch an, dass Sie sich gerne hier melden können und Sie bekommen dann Hilfestellungen und auch die Antragsformulare zur Beantragung der ambulanten kardiologischen Reha. Die Ergebnisse der kardiologischen Reha sind sehr, sehr gut. Die Studien zeigen, dass Patienten eine leitliniennahe medikamentöse Therapie haben. Also Patienten, die eine Reha absolvieren, schneiden insgesamt deutlich besser ab als die, die keine Reha absolvieren. Langfristig haben die Patienten eine deutliche medizinische Besserung. Sie zeigen später bessere Blutdruckwerte, bessere Fettwerte, rauchen weniger und Ängste und Stress werden abgebaut und insgesamt können die meisten Patienten in ihrem Beruf verbleiben. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch kurz etwas über die Wichtigkeit der körperlichen Aktivität berichten und Trainingsempfehlungen aussprechen. Wichtig ist bei kardiologischen Patienten, dass zu Beginn einmal eine ärztliche Untersuchung erfolgt mit einer Echokardiographie zur Bestimmung der Herzfunktion und Belastbarkeit. Außerdem sollte eine Ergometrie erfolgen, um eine Trainingsherzfrequenz auszurechnen. Hier arbeiten wir mit der Carvonen-Formel, die Sie hier eingeblendet sehen. Die Patienten erhalten alle ihre Trainingsfrequenz in einem Gesundheitsbuch mitgeteilt und bekommen diese auch am Ende der Reha mit. Insgesamt zeigen die Studien, dass ein aerobes Ausdauertraining die größte Wirksamkeit hat. Jeder sollte einen individuellen Trainingsplan bekommen und das Training sollte mindestens 3-mal pro Woche erfolgen und möglichst mindestens 30 Minuten sein. Man kann gerne Kraftausdauer oder Muskelaufbautraining dazu kombinieren, aber im Vordergrund sollte immer der Ausdauerteil stehen.
Bei Patienten, die operiert wurden oder eine große Herzschwäche haben oder durch Gelenkbeschwerden erstmal nicht so belastbar sind, bietet sich ein Intervalltraining an. Hier fahren die Patienten kurz Fahrrad, machen eine Pause und diese Ergebnisse sind auch sehr gutes Intervalltrainings. Man versucht natürlich, die Patienten dann im weiteren Verlauf zu steigern. Und diese Sportarten sind besonders gut geeignet, also alles, was eben in den Ausdauerbereich geht, Ergometertraining oder Heimtrainertraining, die Fahrradfahren draußen ist gut, Walking oder Wandern sind gute Sportarten, Nordic Walking, Schwimmen, Aquajogging, Fitness, Skilanglauf oder Laufen und Joggen. Wir arbeiten viel mit Pulsgurt. Das empfehlen wir den Patienten auch im Weiteren. Ansonsten ist eine gute Trainingsempfehlung, dass man sich angestrengt fühlt, aber dabei noch sprechen kann. Die Studien zeigen, körperliches Training ist positiv für die Stimmung. Das Training kann ergänzend zu den Medikamenten auch die Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung oder Diabetes positiv beeinflussen. Durch Training werden Prognose und Lebensqualität gebessert und die Studien zeigen ebenfalls, dass sogar die Sterblichkeit durch körperliches Training gesenkt werden kann. Wie geht es nach der Reha weiter? Wichtig ist, dass man den Sport unbedingt fortsetzt. Wir besprechen mit jedem Patienten schon während der Reha und am Ende der Reha, wie er dieses tun kann. Für Patienten, die über die Rentenversicherung hier sind, gibt es die intensivierte Reha-Nachsorge. Hier kommen die Patienten noch 24 Mal zum Sport ins Reha-Zentrum oder die Patienten nehmen am Reha-Sport in ambulanten Herzgruppen teil. Zusammenfassend kann man sagen, ambulante kardiologische Reha ist sehr gut geeignet, um die Mobilisation und körperliche Aktivierung zu steigern, um die körperliche Belastbarkeit zu verbessern, den Patienten Informationen über die weitere Lebensführung, die Risikofaktoren und Therapieeinstellungen zu vermitteln, eine berufliche Wiedereingliederung zu fördern und durch gesunden Lebensstil sinkt das Risiko für KAK um bis zu 80–90%. Vorsorge auf Vorrat ist leider nicht möglich. Prävention verbessert kontinuierlich und lebensbegleitend Lebensqualität, seelisches und körperliches Befinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Sie sehen die Nummern eingeblendet vom Herzzentrum und vom Reha-Zentrum. Stellen Sie gerne Fragen. Ich möchte Ihnen noch den nächsten Vortrag ankündigen. Dieser findet am 7. November statt und wird von Frau Professor Baracki gehalten. Das Thema ist Herz-OPs im Wandel, von offener Herz-OP zur Schlüssellochtechnik. Vielen Dank und auf Wiedersehen.